Die Geschichte des Alphabets geht zurück auf die Phönizier. Zunächst noch ohne Vokale geschriebene Texte nannte man Konsonantenschrift. Einige der vielen türkischen Völker, welche in ganz Asien bis Anatolien verbreitet waren, bekannten sich zum Judentum. Eines dieser jüdischen Türkvölker waren die Karailer, auch genannt Kareer. Man weiß nicht genau, ob diese Türken ebenfalls mit den türkisch sprechenden Chasaren, auch genannt Hazaler, eine Verbindung hatten. Fakt ist, dass die Karailer sehr gut über die semitische Schrift Bescheid wussten. In Teilen Asiens entstanden zur gleichen Zeit auch die türkischen Orchon-Runen, die mit der aramäischen Schrift verwandt sind. Aramäisch verwendeten auch die türkischen Uiguren. Die türkischen Kareer untersuchten die jüdischen Schriften aus dem Jahr 100 nach Christus sprachwissenschaftlich und erkannten dabei einen Zusammenhang in Aramäisch, Arabisch und Hebräisch. Die Kareer hatten auch die Vokale, das sind Buchstaben mit Selbstlauten, erstmals in die Tenach bzw. Tora, der Heiligen Schrift, damals auch genannt Ketib oder Kitab, ergänzt. Das hat die heutigen Heiligen Schriften der Juden und Christen maßgeblich geprägt. Diese ersten Vokalschriften nennt man heute masoretischer Text, welcher auch in der christlichen Bibel übernommen wurde. Die aus dem Türkenvolk stammenden Masoreten hatten also die Vokale in die heilige Konsonantenschrift eingefügt. Diese Schreiber nennt man auch Bagdad-Oren oder Noktanim. Auch der Koran, das heilige Buch im Islam, wurde zunächst ohne Vokale geschrieben. Erst später wurden auch im Koran die Vokale ergänzt. So wurde das Wort Islam, was als Wortstamm Frieden bedeutet und mit 3 Buchstaben SLM geschrieben wird, später zu Aslama, was heute als Unterwerfung übersetzt wird. Deshalb gibt es noch heute viele Muslime, welche das Wort Islam als Frieden machen oder Friedensstifter übersetzen. Die Masoreten, also die Kareer, hatten in ihren sprachwissenschaftlichen Arbeiten an der Tenach herausgefunden, dass die Auslegungen im rabbinischen Judentum ungenau überliefert wurden. Sie lehnten die Gebotsauslegungen der früheren jüdischen Priester deshalb ab. Auch die christlichen Evangelien zeigen, dass Jesus mit den Pharisäern, also den Tempelpriestern, nicht gleicher Meinung war. Wie Jesus zu seiner Zeit die Auslegung der Gebote kritisierte, so geschah es auch durch die Kareer, einem Türkenvolk, welche die Texte wissenschaftlich studiert hatten. Jesus erwähnte die barmherzigen Samariter, welche er in der Bibel als die echten Bewahrer der Überlieferung präsentierte. So sehen sich auch die Kareer, ein jüdisches Türkvolk, welches sich genauso als die Bewahrer der Schrift sahen.